Wussten Sie, dass die Erde bald einen zweiten Mond bekommen wird? Bereits, wir stehen kurz davor, Zeuge eines seltenen und unglaublichen Phänomens zu werden, das Wissenschaftler auf der ganzen Welt fasziniert. In diesem Video erfahren Sie genau, was dieser Neumond ist. Bleiben Sie bis zum Ende bei mir und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Erfahren Sie noch heute, wie dieses unglaubliche Phänomen geschieht. In diesem Monat steht die Erde kurz davor, einen zweiten Mond zu bekommen. Ein unglaubliches Phänomen, das die Neugier von Wissenschaftlern und Astronomen auf der ganzen Welt geweckt hat. Bevor wir auf die Details eingehen, ist es wichtig zu klären, dass es sich bei diesem neuen Mond nicht um einen langfristigen natürlichen Satelliten handelt, sondern um ein Objekt, das sich für einen begrenzten Zeitraum in der Erdumlaufbahn befindet. Was nun passieren wird, ist Teil einer Reihe von Ereignissen, an denen kleine Himmelskörper beteiligt sind, die an der Erde vorbeifliegen und in einigen Fällen vorübergehend von ihrer Schwerkraft erfasst werden. Dieses besondere Phänomen wird Minimond genannt. Bei diesen unterschiedlich großen Objekten handelt es sich um Asteroiden, die nicht einfach auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne an unserem Planeten vorbeifliegen, sondern von der Anziehungskraft der Erde erfasst werden und beginnen, den Planeten zu umkreisen für kurze Zeit. Manchmal kann diese Erfassung einige Monate dauern, in anderen Fällen kann sie sogar Jahre dauern. Da die Schwerkraft der Erde jedoch im Vergleich zur Sonne viel geringer ist, lösen sich diese Objekte schließlich und setzen ihre Umlaufbahn um die Sonne fort. Die Vorstellung, dass die Erde einen zweiten Mond haben wird, mag außergewöhnlich erscheinen, bereits fast wie eine apokalyptische oder Science-Fiction-Vision. Aber tatsächlich ist diese Art von Ereignis gar nicht so selten. In der Vergangenheit wurden mehrere kleinere Objekte von der Schwerkraft der Erde eingefangen, auch wenn darüber nicht immer ausführlich berichtet wurde. Aufgrund ihrer geringen Größe bleiben diese Himmelskörper von Teleskopen oft unbemerkt und werden erst entdeckt, wenn sie kurz vor der Erfassung stehen. In diesem speziellen Fall wird das Objekt, das vorübergehend von der Schwerkraft der Erde erfasst wird, bereits überwacht. Er ist unter Astronomen als 2023 FW13 bekannt und ein relativ kleiner Asteroid mit einem geschätzten Durchmesser von nur wenigen Metern. Diese Größe ist deutlich kleiner als der Mond, unser Milliarden Jahre alter kosmischer Begleiter, der einen Durchmesser von mehr als 3400 Kilometern hat. Obwohl FW13 2023 deutlich kleiner ist, ist es groß genug, um von Astronomen beobachtet und untersucht zu werden, während es die Erde umkreist. Doch wie genau werden diese Objekte von der Erde eingefangen? Um diesen Prozess zu verstehen, ist es notwendig, einige der Grundgesetze der Physik, insbesondere das Gesetz der Schwerkraft, erneut zu betrachten. Jedes Objekt mit Masse übt eine gravitative Anziehungskraft auf andere Objekte aus. Da die Erde ein massereicher Planet ist, übt sie eine erhebliche Gravitationskraft auf alles um sie herum aus, auch auf kleine Asteroiden, die auf ihren Umlaufbahnen um die Sonne relativ nah an ihr vorbeiziehen. Wenn eines dieser Objekte nahe genug kommt, erhöht sich die relative Geschwindigkeit zwischen dem Asteroiden und der Erde. Wenn es geeignet ist, kann die Schwerkraft der Erde es einfangen und das Objekt in eine vorübergehende Umlaufbahn um den Planeten versetzen. Allerdings zieht auch die Schwerkraft der Sonne ständig an diesen Objekten und setzt sich schließlich durch. Das bedeutet, dass die Erde diese Asteroiden nur für einen begrenzten Zeitraum in ihrer Umlaufbahn halten kann, bevor sie freigesetzt werden und zu ihren normalen Bahnen um die Sonne zurückkehren. Während der Zeit, in der sie die Erde umkreisen, werden diese Objekte Mini genannt, Monde oder technischer ausgedrückt temporäre natürliche Satelliten. Der Unterschied zwischen diesen temporären Satelliten und dem Mond besteht darin, dass unser Mond aufgrund der präzisen Kombination zwischen der Schwerkraft der Erde und seiner eigenen Umlaufgeschwindigkeit stabil auf seiner Umlaufbahn ist. Das Phänomen des Einfangens von Minimonden ist selten genug, um bemerkenswert zu sein, aber auch häufig genug, dass Astronomen einige frühere Fälle beobachtet haben. Im Jahr 2006 wurde beispielsweise ein kleiner Asteroid namens Zweimas 2006 RH120 von der Schwerkraft der Erde eingefangen und blieb etwa 13 Monate lang in der Umlaufbahn, bevor er wieder in den Weltraum geschleudert wurde. Ein weiterer bemerkenswerter Fall ereignete sich im Jahr 2020, als das Objekt 2020 CD3 vorübergehend eingefangen wurde und die Erde fast 3 Jahre lang umkreiste, bevor es der Anziehungskraft unseres Planeten entkam. Jetzt, da 2023 FW13 der neueste Minimond der Erde werden wird, sind Astronomen bereit, das Objekt zu beobachten und wichtige Daten darüber zu sammeln. Diese Art von Studie ist aus mehreren Gründen wertvoll. Erstens stellen diese Objekte eine einzigartige Gelegenheit dar, Himmelskörper zu untersuchen, die extrem nah an der Erde vorbeiziehen, ohne eine nennenswerte Bedrohung darzustellen. Obwohl 2023 FW13 zu klein ist, um unserem Planeten Schaden zuzufügen, würde es bei Eintritt in die Atmosphäre wahrscheinlich zerfallen, bevor es den Boden erreicht. Es sollte beachtet werden, dass die Untersuchung seiner Zusammensetzung und seines Umlaufverhaltens wichtige Informationen über andere potenziell gefährliche Objekte liefern wird, die irgendwann den Weg der Erde kreuzen könnten. Darüber hinaus können diese Objekte Wissenschaftlern helfen,
die Dynamik der Gravitationswechselwirkungen im Sonnensystem besser zu verstehen. Durch die Untersuchung, wie diese Asteroiden von der Erde eingefangen werden und wie sie schließlich ihrer Umlaufbahn entkommen, können Astronomen mehr über die Orbitalmechanik und den Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen kleinerer Körper im Weltraum erfahren. Dies ist besonders relevant, wenn wir die Notwendigkeit in Betracht ziehen, potenziell gefährliche Asteroiden in Zukunft zu überwachen und abzulenken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Objekte auch wertvolle Materialien enthalten können. Einige Asteroiden sind reich an seltenen Metallen, die von der Industrie hier auf der Erde sehr begehrt sind. Der Weltraumbergbau ist ein Bereich von wachsendem Interesse und die Anwesenheit von Minimonden könnte in Zukunft als Gelegenheit dienen, Technologien zur Gewinnung von Asteroidenressourcen zu testen. Obwohl sich die Idee noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ist die Idee, dass die Menschheit eines Tages Asteroiden nach seltenen Materialien abbauen könnte, nicht mehr nur Science Fiction. Es ist erwähnenswert, dass das FE-13 2023 keine Bedrohung für die Erde darstellt. Seine Umlaufbahn wird hoch genug sein, um sicherzustellen, dass er nicht mit unserem Planeten kollidiert. Darüber hinaus würde es, wie bereits erwähnt, selbst wenn es in unsere Atmosphäre gelangen würde, aufgrund der Reibung mit der Luft zerfallen. Dies ist das Schicksal der meisten kleinen Asteroiden, die mit der Erdatmosphäre in Kontakt kommen. Sie verbrennen, verwandeln sich in Meteore und erzeugen das, was wir im Volksmund Sternschnuppen nennen. Astronomen nutzen weltweit verschiedene Teleskope, um das FE-13 2023 zu überwachen. Die Beobachtung dieser kleinen Objekte kann aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer relativen Nähe zur Erde, was bedeutet, dass sie sich schnell über den Himmel bewegen, eine Herausforderung sein. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und automatisierter Tracking-Systeme sind Wissenschaftler jedoch in der Lage, die Flugbahn dieser Objekte mit großer Präzision zu verfolgen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass 2023 FE-13 zwar vorübergehend von der Erde eingefangen wird, mit bloßem Auge jedoch nicht sichtbar sein wird. Im Gegensatz zum Mond, der aufgrund seiner Größe und des von der Sonne reflektierten Lichts am Nachthimmel leicht zu erkennen ist dieser Asteroid zu klein, um ohne den Einsatz spezieller Ausrüstung gesehen zu werden. Für Astronomen kann jedoch selbst ein so kleines Objekt eine Fülle von Informationen über die Dynamik kleinerer Körper im Sonnensystem liefern. Während 2023 FE-13 die Erde umkreist, wird es schließlich der Anziehungskraft unseres Planeten entkommen und seinen Weg durch das Sonnensystem finden. Obwohl die Passage kurz ist, wird sie uns eine neue Gelegenheit zum Studium bieten und für viele eine faszinierende Erinnerung daran sein, dass es noch viel über den Kosmos, der uns umgibt, zu lernen gibt. Sagen Sie uns hier, was Sie von diesem Video halten. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Ich freue mich, dass du bis zum Ende geblieben bist. Vergiss nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.